Ja, alles beginnt mit dem Kaffee, aber natürlich nicht mit 2 Bäckern, lieber Carsten. Wir sind ein nachhaltiger Betrieb. Also die Herkules-Bäckerei gibt es seit 1978. Was uns ausmacht, ist, dass wir ausschließlich mit regionalen Biozutaten arbeiten und handwerklich arbeiten. Das heißt, wir setzen keinerlei technische Enzyme oder sonstige chemischen Hilfsstoffe ein, die uns die Prozesse vereinfachen würden, sondern wir passen uns tatsächlich einfach den Prozessen und den Teigen an und haben dadurch ein natürliches Produkt, was eben auch einfach bekömmlicher ist, weil kein Mensch letztendlich weiß, was in diesen technischen Enzymen steckt und was das mit unserem Körper macht. Dann ziehen wir jetzt das Mehl aus dem Silo. Das Getreide, das kommt luftlinie 7 Kilometer von der Backstube entfernt und haben dann eine sehr enge Zusammenarbeit mit dem Fettmann. Hier wird jetzt das Roggenbrot aufgearbeitet. Hier am Belader, das ist ein Gerät, das haben wir jetzt seit einem Jahr in der Backstube und es erleichtert uns die Arbeit ungemein, weil der Ofenmann dadurch nicht mehr so viel sich bücken muss, nicht mehr so schwer heben muss und nicht mehr so nah an der heißen Backkammer ist. Also letztendlich wird über den Belader das Teigling in den Ofen reingefahren und das gebackene Produkt dann eben wieder rausgeholt. Bio bedeutet natürlich nicht, dass wir keine Technik einsetzen. Wir setzen überall da Technik ein, wo es den Arbeitsprozess vereinfacht und erleichtert. Aber letztendlich ist es eben für uns wesentlich, dass die Produkte immer noch durch die Bäckerhand geformt werden. Auch schön, wie eben ein Rädchen ins andere greift. Also letztendlich sieht man da, dass wir einfach als Team auch wirklich wunderbar funktionieren, routiniert sozusagen ein Produkt nach dem anderen mitarbeiten. Klar, so ein frisch vermahlenes Vollkornmehl hat natürlich einen ganz anderen, also da sind natürlich ganz andere Nährwerte noch enthalten, wie wenn man so ein Vollkornmehl hat, das dann halt mal ein paar Wochen alt ist, ne, und schon gelagert ist. Also das ist ganz klar. Wenn du so schon im Teig spürst, ist so ein schönes Brot bekommen, Spaghetti, oder? Hier sieht man jetzt eben, wie Eischnee aufgeschlagen wird mit Zucker zusammen für unseren Käsekuchen. Den machen wir noch ganz klassisch. Quark haben wir hier Eigelb und ein bisschen Crème fraîche. Wird verrührt mit ein bisschen Vanille und Zitrone. Dann kommt noch für die Stabilität ein bisschen Stärke dazu, ganz klassische Kartoffelstärke. Und dann wird am Schluss noch der aufschlagene Eischnee untergehoben. Das Ganze wird dann in 3 Schritten gebacken, dass sich das Eiweiß immer wieder entspannen kann und wir dadurch einen schönen fluffigen Käsekuchen bekommen. Es ist im Prinzip ein Prozess, ja, wie man es eben in der alten Schule gelernt hat und wie es eben auch eine Hausfrau machen würde. So, hier sieht man
man jetzt, wie der erste Backschritt sozusagen abgeschlossen ist. Nach dem ersten Backschritt wird der Käsekuchen dann einmal ringsrum geschnitten, um eine Sollbruchstelle zu erzeugen, dass er dann nicht irgendwo reißt, sondern dass er genau an der Stelle reißt, wo er reißen soll. Jetzt geht er dann zum zweiten Mal im Ofen und so wiederholt sich das noch ein zweites Mal. Ja, was da für uns eben auch wesentlich ist, dass wir einfach mit Produkten arbeiten, wie sie letztendlich jeder Mensch auch im Haushalt bei sich hat, ohne irgendwelche Hilfsstoffe oder Hilfsmittel. Was dann natürlich auch zur Folge hat, dass wir immer wieder unterschiedliche Qualitäten haben, aber was eben in dem Fall eigentlich ein Qualitätsmerkmal ist. Ein optisches Unterschied, aber vom Inhalt ist es natürlich definitiv immer gleich wertvoll und gleich gut. Wir machen auch Snacks, das ist jetzt unsere Pizza. Unser Flammkuchen oder Flammpizza. Genau, unsere Flammkuchen.